Der Tönnies-Skandal bringt ein ganzes System ins Wanken. Wie kaufen die Hessen jetzt ihr Fleisch? Wir sind jetzt mehr auf Gemüse umgestiegen. Lieber weniger und teurer als viel und billig. Also auch bei den großen Verbrauchermärkten nicht unbedingt an der Theke mehr kaufen. Der extreme Vergleich. Europas größter Schlachtbetrieb gegen die kleine nordhessische Landmetzgerei. Wir sind ja nicht teuer. Das ist ja kein Wucher, den wir im Laden nehmen. Wir sind ja nur so ein bisschen teurer wie der Discounter. Max zeigt das System hinter dem Billigfleisch. Los geht's beim Discounter. Hier wird jede Woche aufs neue Fleisch zum Schleuderpreis angeboten. Aktuell kostet 1 Kilo Schweinenackensteak bei Aldi und Lidl 7,26 €. Wir besuchen die Metzgerei Ritter in Naumburg. Das gleiche Produkt kostet hier pro Kilo 11,99 €. Das ist auf jeden Fall preislich ein Unterschied. Ich kann auch verstehen, dass jeder auch darauf ist, dass sich das nicht jeder leisten kann, das weiß ich auch. Grund 1 für den Unterschied: die Masse. Statt wie bei Großschlachter Tönnies 140.000 Schweine pro Woche werden hier im Betrieb von Markus Ritter 24 Tiere pro Woche geschlachtet. Ich weiß nicht genau, was Tönnies zum Beispiel am Tag schlachtet, aber 20.000 Tiere, wenn Sie das mal auf 12 oder 14 Stunden umrechnen, da geht es schon rund. Wir haben jedes Tier lebend gesehen und ich kann auch garantieren, dass mit dem Tier kein Leid, kein Stress, kein unnötiger Transport, das kann ich garantieren. Das habe ich alles selber gesehen und gemacht. Tönnies verdient über die Masse und der Metzger vor Ort eben vor allem bei dem Sieberl wahrscheinlich über die Qualität und die Regionalität. Ich kann das beides nachvollziehen. Die Menge, die bei Tönnies natürlich geschlachtet wird oder wurde, ist natürlich schon immens groß. Ja. Und entsprechend ist natürlich dann auch die Verarbeitung. Ein Grund für die Corona-Ansteckungen bei Tönnies: Tausende Werksarbeiter, meist aus Osteuropa, wohnen auch auf engstem Raum. Bei Markus Ritter sind am Tag gerade mal 4 Mitarbeiter für Schlachtung und Zerlegung der Tiere im Einsatz. Grund 2: der Transport. Bei Großschlachtern nicht unüblich, viele Tiere aus verschiedenen Ställen zusammengepfercht auf dem Weg zum Schlachter. Markus Ritter sieht das kritisch. Schweine haben ja am meisten Stress beim Transport durch die neue Umgebung, durch andere Tiere auf dem Anhänger. Und um das zu minimieren, muss das eben sehr schnell und kurz sein und nicht so voll. Keine 200-300 Schweine in 3 Stöcken übereinander. Das ist ja Irrsinn. Bei ihm läuft es deshalb anders. Die Betriebe, von denen er die Schweine bekommt, sind alle in der näheren Umgebung. Die Transportwege vom Landwirt zu ihm möglichst kurz. Wir machen das doch alles noch ein bisschen kleiner. Ne? Da kommen 8 Schweine auf so einen Anhänger und dann aus einer Bucht, nicht aus 5, 6 verschiedenen Stellen. Weniger Stress beim Transport, das ist auch gut fürs Tierwohl. Markus Ritter kennt die landwirtschaftlichen Betriebe, von denen er die Schweine bekommt, alle persönlich. Jeden Landwirt oder Stall kennen. Das geht nicht bei der Masse an Tieren, die von Großschlachtbetrieben verarbeitet werden. Da gibt dann einen Zettel, einen Transportschein, dann steht da irgendwelche Nummern drauf und damit kommen die dann klar, das reicht denen. Bekannt ist außerdem, dass die Tiere bei Tönnies in größeren Gruppen in einen Schacht kommen und dort mit CO2 betäubt, bevor sie geschlachtet werden. Da graut es sogar dem Schlachter. Die letzten 10 Sekunden, ich will es nicht erleben. Bei mir weiß ich, dass die Schweine alle irgendwie überrascht werden von der Zange. Die hatten keinen Stress vorher. Das alles führt dazu, dass auch der Preis höher ist. Gewinn macht Markus Ritter nur mit Spezialprodukten wie seiner Wurst. Er setzt auf Qualität, im Gegensatz zu Massenbetrieben. Wir Metzgereien haben ja nur eine Chance, wenn wir eine gute Wurst produzieren. Ob das jetzt eine alte Wurst ist oder in Südhessen eine Fleischwurst, da können wir Geld mit verdienen. Mit dem Fleisch habe ich keine Chance gegen die großen Discounter oder Aldi, ganz egal. Ergebnis der unterschiedlichen Strategien: Bei Lidl kostet das Kilo Schweinehack 4,82 €, bei Markus Ritter 7,99 € und auch für Schnitzel zahlt man bei Markus Ritter 4,65 € pro Kilo mehr als bei Aldi. Mein Mann, muss ich sagen, der wird wahrscheinlich lieber zu Aldi gehen, gell? Weil der guckt eher auf den Preis. Wenn man es einmal kauft, das ist wie mit allem, das macht ja alles nur die Masse. Und dann sage ich, das ist kein Problem, wenn ich was Gescheites auf dem Tisch habe. Und sie schmecken das auch. Muss der Unterschied so groß sein? Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kommt mit einer anderen Idee. Ihr Vorschlag: 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch für mehr Tierwohl. Überlegen Sie sich mal, das ist ja gar nichts, 40 Cent. Das ist ja Wahnsinn. Wenn sich das umsetzen lässt,
Ne? Ist die Frage. Halte ich für viel zu wenig. Meines Erachtens nicht möglich, mit 40 Cent das zu bewerkstelligen. Peter Voss-Fels vom Hessischen Bauernverband hält den Vorschlag von Julia Klöckner für einen Schritt in die richtige Richtung. Weil hier auch das System so ist, dass höhere Tierwohlstandards von der Landwirtschaft gefordert werden, aber dann letztendlich an der Theke die Akzeptanz, die Bereitschaft zu gering ist, dort mehr zu bezahlen. Und wenn wir jetzt wenigstens mit diesen 40 Cent pro Kilogramm Investitionen in die Ställe machen können, nämlich dass wir höhere Standards schaffen, dass wir mehr Licht, mehr Platz, mehr Stroh oder was weiß ich, mehr Tierwohl in die Ställe reinmachen, dann ist das der erste Schritt. Das Problem an den 40 Cent? Sie fließen nur in das Tierwohl. Die Arbeitsbedingungen in den Großschlachtbetrieben ändert das noch nicht. Da muss auch die Politik für sorgen, dass wir Rahmenbedingungen kriegen, dass sowas möglichst ausgeschlossen wird und dass wir da auch Arbeitnehmerrechte durchsetzen, was da gelaufen ist, ja vorsintflutlich, dass wir da einen Schritt weiterkommen, weil da wollen wir uns auch die Landwirtschaft nicht hinter verstecken oder nicht mit solchen Praktiken leben. 40 Cent können ein erster Schritt sein. Grundsätzlich muss das System Fleischindustrie auf den Prüfstand. 40 Cent mehr pro Kilo, das ist der Vorschlag. Aber die Frage ist, Herr Evgen, reicht das? Naja, die 40 Cent, die reichen schon, um die Anforderungen an eine tiergerechte Haltung zu finanzieren, die ja deutlich aufwendiger ist auf einem Bauernhof. Es reicht aber nicht, will man auch die Klimaeffekte damit finanzieren. Dann bräuchte man noch mehr. Was müsste sich denn grundsätzlich an dem System Fleischindustrie verändern? Ich glaube, grundsätzlich ist es diese Fokussierung auf den Preiswettbewerb, dass der Preis die dominierende Werbebotschaft ist. Wenn das sich ändern würde, würden sich, glaube ich, auch die Verhaltensweisen der einzelnen Akteure im Markt sozusagen entspannen. Sie müssten nicht immer auf den letzten Cent gucken und nicht immer das effizienteste Verfahren wählen, sondern könnten die Qualität noch stärker oder stark zur Geltung bringen. Aber die großen Preisschlachten, die finden ja bei den Discountern statt. Und nun ist Aldi vorgeprescht und hat gesagt, ab 2030 gibt es nur noch den oberen hohen Tierwohlstandard. Ist das jetzt reines Marketing oder ein echter Wandel? Also ich glaube, das ist beides. Aldi wird natürlich nie etwas behaupten, was sie unmittelbar schadet. Aber was mich super überrascht hat, ist, sie haben tatsächlich Ziele formuliert, die man messen kann. Die haben sich festgelegt, 2030 zu 100% Haltungsstufe 3 und 4. Das ist außergewöhnlich. Also ich kenne das meistens, dass Ziele formuliert werden, wo noch eine Hintertür da ist und man sagt, Entschuldigung, es ging nicht. Aber sie haben sich festgelegt. Und in der Politik? Ja, das ist oftmals in der Politik der Fall, das stimmt. Und das finde ich das wirklich Erstaunliche an dieser Aldi-Initiative. Und ich hoffe, sie hat Signalwirkung, dass die anderen auch möglichst sogar in diesem Niveau nachziehen. Aber die Kritik daran ist ja auch unter anderem erst 2030. Warum nicht gleich? Ja, das geht einfach nicht. Also die Haltungsstufe 3 und Haltungsstufe 4 bedeutet, dass wirklich die Ställe umgebaut werden müssen. Und da fehlen zum Teil sogar rechtliche Bedingungen. Das Baurecht ist gar nicht dafür ausgelegt, dass einfach ein Stall mal eben in einen Außenklimastall umgebaut werden kann. Naja, und so ein Recht zu ändern, dauert ein bisschen. Und dann den Stall umzubauen, dauert natürlich auch ein wenig. Also 2030 realistisch. Frau Kettner, Aldi setzt auf viel mehr Tierwohl. Halten Sie das auch für eine gute Idee? Ja, auf jeden Fall. Das ist die richtige Richtung, in die es gehen muss. Ich persönlich halte es, aus meiner Sicht ist das zu wenig. Also der Konsument, der Kunde wird letzten Endes sich entscheiden, habe ich jetzt hier die Haltungsstufe 3 oder 4? Was kostet die 3, was kostet die 4? Also nehme ich heute mal die 3. Es wird aus meiner Sicht letzten Endes wieder um den Preis gehen. Und das ist das, wo wir aus meiner Sicht nicht hin wollen und können. Wir müssen uns überlegen, dass weniger Fleisch produziert wird. Es muss einfach diese Massentierhaltung muss wirklich beendet werden. Es ist unerträglich. Allein der Gedanke, dass millionenfach männliche Küken täglich getötet werden, dafür stehe ich ehrlich gesagt die Welt nicht mehr. Und warum man sich dann überlegt, dass es Jahre dauert, sowas zu ändern, das kann ich nicht nachvollziehen. Wichtiger Punkt. Wir reden gleich weiter.